Den meisten von uns ist Shakira ein großer Begriff, wenn es um Musik geht. Viele von uns haben zur Musik getanzt, waren vielleicht schon mal auf einem Konzert von ihr. Heute geht es aber um einen etwas nicht so schönen Sachverhalt im Zusammenhang mit Shakira. Und zwar geht es um Steuerhinterziehung. Sebastian, führ uns doch als erstes mal in die Thematik ein. Was hat Shakira möglicherweise falsch gemacht? Shakira hat ja in Spanien gelebt für eine gewisse Zeit. Sie war ja hier zusammen mit einem spanischen Fußballspieler und sie haben gemeinsam in Barcelona gelebt. Jetzt gibt es hier eine Anklage gegen Shakira. Das Ganze läuft jetzt ja auch schon seit längerem. Jetzt ist hier der Gerichtstermin angesagt worden für November. Jetzt gibt es hier letztlich den Vorwurf, dass Shakira wenigstens für eine gewisse Zeit, in der sie angeblich in Spanien gelebt hat, nicht genügend Steuern bezahlt hat. Interessant an dem Fall letztlich ist, dass sie einen Vergleich, den ihr die spanischen Steuerbehörden angeboten haben, nicht eingeht, sondern sie sagt, sie hat alle Steuern korrekt abgeführt und lässt es jetzt hier zur Gerichtsverhandlung kommen. Die Staatsanwaltschaft fordert 8 Jahre Gefängnis und eine Strafe von 23,8 Millionen Euro. Und das ist natürlich schon ziemlich hart. Also das Geld, aber auch die 8 Jahre Gefängnis ist natürlich eine ganz dramatische Situation. Als ich mich so ein bisschen in die Materie eingelesen habe, habe ich gemerkt, dass der Sachverhalt Lebensmittelpunkt unglaublich wichtig ist in diesem Zusammenhang. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Spanien hat verschiedene Regelungen hier zur unbeschränkten Steuerpflicht. Ja. Zum einen mal gibt es eine 183-Tage-Regelung, die ist in Spanien relativ klar eigentlich. Also wer in Spanien 183 Tage verbracht hat, der oder mehr, der ist dort unbeschränkt steuerpflichtig. Punkt. Zusätzlich gibt es dann natürlich hier noch weitere Faktoren, die dann gegebenenfalls auch eine Rolle spielen, zusätzlich oder auch anstatt diesen 183 Tagen. Und das ist der sogenannte Lebensmittelpunkt. Also was ist eigentlich mit dem Ehepartner, was ist mit Kindern, wo ist eigentlich mein Zuhause im Sinne jetzt des Ortes, wo ich die meisten Bezüge zu habe. Ja. Spezifisch bei Shakira geht es um die Jahre 2012 bis 2014. Zu dieser Zeit war sie noch nicht offiziell in Spanien gemeldet. Sie hat sich dann 2015 offiziell angemeldet und diese Zeiträume sind dann auch jetzt hier nicht mehr letztlich Teil des Verfahrens. Es geht eben um diese 3 Jahre. In diesen 3 Jahren soll sie sich angeblich aufgehalten haben in Spanien 2012 246 Tage, 2013 210 Tage und 2014 243 Tage. Also weit über die 183 Tage hinaus. Ja, man muss sagen, fast eine erdrückende Beweislast. Was hat sie denn aus deiner Ansicht nach falsch gemacht in dieser Situation? Ich würde jetzt ihr spontan nicht unterstellen, dass sie bewusst Steuern hinterzogen hat. Ich denke, dass sie falsch beraten war oder möglicherweise auch, dass sie beratungsresistent ist. Ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube nicht, dass sie hier bewusst jetzt gesagt hat, okay, ich werde jetzt in Spanien Steuern hinterziehen. Sicherlich, sie hat diese Themen des internationalen Steuerrechts als zum einen mal die Anwesenheit, nämlich mehr als 183 Tage und dann auch der Lebensmittelpunkt, dass ihr Lebenspartner dort war und auch ihre Kinder waren natürlich dann dort in der Schule. Das hat sie unterschätzt oder sie hat sich sagen lassen, dass das kein Problem ist, denn sie hat ja offiziell noch ein Zuhause auf den Bahamas, wo sie ja keine Steuern hätte bezahlen müssen. Und sie hat dann eben trotz diesem angeblichen spanischen Wohnsitz eine Gesellschaft in Malta gehabt, worüber sie zusammen mit einer Gesellschaft in Luxemburg dann letztlich hier sehr steuerbegünstigt oder steuerfrei entsprechend eben Gelder bezogen hat. Dort hat sie grundsätzlich ihre Einkünfte aus Konzerten, Verkäufen und so weiter dann alles Mögliche verwertet.
Also diese Kombination letztlich, Aufenthalt, Lebensmittelpunkt, dann diese Auslandsgesellschaft in Malta und Luxemburg, in Malta, wo sie auch offiziell hier als Eigentümerin im Handelsregister in Malta erscheint, diese Dinge sogar mit spanischem Wohnsitz erscheinen, muss man sagen. Ja, also wie gesagt, wenn man dort reinschaut, ist ja öffentlich zugänglich, steht ihr Name da drin mit ihrer spanischen Wohnung als Adresse. Ja, also man weiß nicht genau, was da in ihrem Kopf vorgegangen ist, aber sie hat definitiv hier die verschiedenen Punkte, die hier eine Rolle spielen, nicht beachtet oder sich falsch beraten lassen. Viele Zuhörer denken sich jetzt wahrscheinlich, und was bedeutet das genau für mich? Also klär uns so ein bisschen auf, was die Relevanz für deine Mandanten ist von diesem Sachverhalt. Also es ist ja, natürlich hier sind jetzt die Beträge sehr hoch und natürlich muss man sagen, Shakira ist eine Celebrity, das heißt, hier wird natürlich besonders scharf ermittelt seitens der Behörden. Also so viel Aufmerksamkeit wird natürlich normalerweise niemand bekommen, ja? Aber dennoch natürlich ist hier ein Risiko für jeden, der sich hier nicht korrekt verhält oder nicht so verhält, wie es die Steuergesetzgebung des einzelnen Landes vorschreibt. Jedes Land hat seine eigenen Regeln. Man kann nicht sagen, jedes Land hat eine 183-Tage-Regelung. Ja? Manche Länder haben eine 183-Tage-Regelung. Andere Länder wie Spanien haben die, aber haben eben auch andere Regelungen. Normalerweise die Lebensmittelpunktsregel gilt in den meisten Ländern, vor allen Dingen, wenn dann Kinder dabei sind, ist immer ein Indiz, wo die Kinder zur Schule gehen, wo sie leben, ein ganz starkes Indiz dafür, wo man unbeschränkt steuerpflichtig ist. Also wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, die Beweislast ist im Grunde genommen erdrückend. Also ich sehe ihre Chancen schlecht. Ich halte eine mehrjährige Haft für wahrscheinlich. Man weiß nicht, was jetzt noch passiert. Vielleicht ist es auch alles nur letztlich eine Taktik und ein Bluff. Und sie wird sich im letzten Moment noch irgendwie einigen, wenn es überhaupt in Spanien möglich ist. Möglicherweise gar nicht möglich. Also ich finde das ich finde ihr Verhalten sehr schwierig nachzuvollziehen. Vielleicht gibt es Details, die wir nicht kennen. Jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen, über deine Mandanten. Meine Frage, wie würdest du deine Mandanten in dieser Situation beraten? Wir reden ja oft über Spanien und Spanien ist ja sehr attraktiv steuerlich mit dem sogenannten Beckham Law, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Mit dem Beckham Law kann man letztlich Auslandseinkünfte steuerfrei vereinnahmen. In der Tat ist meiner Meinung nach Beckham Law auch von Shakira angewendet worden. Ich weiß es nicht, ich nehme es einfach so an. Nämlich seitdem sie sich 2015 dann in Spanien angemeldet hat, zu dem Jahr wurde gerade das Beckham Law im Grunde vorteilhaft geändert. Ich denke, sie hat es ab dann in Anspruch genommen und man sieht ja, sie hat ab dann letztlich keine steuerlichen Probleme in Spanien. Es geht um den Zeitraum davor, 2012 2014. Also, das heißt, wer in so einer Situation ist, ich hoffe nicht, dass irgendjemand in so eine Situation jemals reinkommt. Da helfen dann nur noch gute Anwälte letztlich. Man versucht natürlich, und das ist natürlich unsere Aufgabe, im Vorfeld diese Probleme genau zu vermeiden. Ja, in den meisten Ländern, wie gesagt, sind die Regeln ja relativ klar. Also in Spanien gerade sind sie relativ klar. Ich denke, dass Shakira diese Probleme hätte ganz klar vermeiden können. Wir arbeiten mit guten Anwälten und Steuerberatern in den verschiedenen Ländern zusammen, zu denen wir beraten. Wir haben noch nie einen Mandanten gehabt, der ähnliche Probleme gehabt hätte. Und daher gehe ich davon aus eigentlich, dass Beratung im Vorfeld tatsächlich das Kernelement einer solchen Strategie ist. Also sich genau damit zu befassen, was in den einzelnen Ländern hier möglich ist. Dann sucht man sich ein Land raus und muss sich dann entsprechend natürlich dann daran halten. So, in dem Fall von Shakira, wie gesagt, sie hatte ja ihren Freund, ihren Lebenspartner dort in Spanien und ist natürlich klar, warum sie deswegen besonders gerne in Spanien war und sich dazu hingezogen gefühlt hat. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier einfach zu verliebt war, um hier die Realität ins Auge zu schauen, aber wie gesagt, da gibt es relativ große Risiken da, wie man jetzt ja sieht, wie man jetzt ja sieht. Und deswegen will ich jedem sagen, also natürlich, wie gesagt, man muss sehen, sie ist eine Celebrity, die meisten unserer Mandanten sind es nicht. Aber es hat ernsthafte Konsequenzen, wenn man hier Fehler macht bei solchen Planungen. Ja. Super. Sebastian, vielen, vielen Dank für diese ganzen Informationen. Und ich denke, jeder sollte sich ans Herz legen. Selbst wenn man verliebt ist, muss man sich über die Regeln in dem Land bewusst sein, wo man hinzieht. Danke, Sebastian. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Danke. Tschüss.
Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.